Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für super leckere Cheeseburger-Brötchen. Das heißt, wir backen Brötchen gefüllt mit Hackfleisch, Käse und Gewürzgurken. Dafür bereiten wir zunächst die Hackmasse vor. 400 Gramm Hackfleisch, halb Rind und halb Schwein in eine Rührschüssel geben, dann eine Zwiebel abziehen, fein hacken und zum Hackfleisch geben. Außerdem geben wir noch eine gepresste Knoblauchzehe dazu, einen gehäuften Esslöffel Senf, einen guten Schuss Ketchup und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer. Danach alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und die Hackmasse anschließend kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit dem Brötchenteig. Dafür 500 Gramm Weizenmehl in eine Rührschüssel geben, einen halben Würfel frische Hefe dazu bröseln, außerdem 300 Milliliter lauwarmes Wasser dazu gießen und zum Schluss noch einen Teelöffel Zucker sowie einen Teelöffel Salz in die Rührschüssel geben. Alle Zutaten danach mit einer Küchenmaschine für 4 bis 5 Minuten verkneten, bis ein glatter Teig entstanden ist, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Wenn das erledigt ist, können wir den Teig auch schon füllen. Dafür als erstes mit einem Messer oder einer Teigkarte in 8 etwa gleich große Stücke teilen. Danach alle Teigstücke nacheinander zu kleinen Kugeln formen bzw. unter den Handflächen rund wirken. Jetzt etwas Mehl auf die Arbeitsplatte geben, die Teigkugeln nacheinander zunächst im Mehl wenden und etwas flach drücken und dann mit dem Nudelholz weitermachen, den Teig etwa 20 cm breit ausrollen, so dass man ihn gut belegen kann. Zunächst eine Scheibe Cheddar auf den Teig legen. Hier könnt ihr natürlich auch jeden anderen Käse verwenden. Ein paar Scheiben Gewürzgurken und zum Schluss einen gut gehäuften Esslöffel der Hackmasse drauf geben. Jetzt müssen wir die Brötchen nur noch schließen, dafür den Teig an den Rändern über die Füllung schlagen, in der Mitte etwas festdrücken und das Brötchen anschließend umdrehen. Das Ganze für die restlichen Brötchen wiederholen. Alle fertig gefüllten Brötchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen, für 30 bis 45 Minuten ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat. Und zum Schluss bestreiche ich die gefüllten Cheeseburger-Brötchen noch mit etwas verquirltem Ei und außerdem kommt noch weißer sowie schwarzer Sesam obendrauf. So gehen die Brötchen dann in den vorgeheizten Backofen für etwa 20 bis 25 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, so lange, bis die Brötchen eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. Nach etwa 25 Minuten die Brötchen aus dem Backofen holen, so sehen sie dann aus, schön goldbraun gebacken und der Käse an einigen Stellen schon herausgelaufen. Die Cheeseburger-Brötchen jetzt am besten mit einer ordentlichen Portion Ketchup servieren und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.